Moin Leute, so rum. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute drillen wir nochmal Erbsen mit der Novak. Wir haben heute das offizielle Novak-Vorführgespann hier. Wir haben ja letztes Jahr schon die ein bisschen gezeigt und die Jahre davor. Und ihr wisst ja, ich bin ja im Bereich Direktsaat sehr interessiert, da ein bisschen was zu machen. Kleiner Disclaimer vorab. Letztes Jahr war ja die Novak da, habe ich ja wirklich viele Hektar machen lassen. Das habe ich natürlich alles bezahlt, ganz normal an Lohnarbeit von dem Betrieb. Das ist natürlich wieder eine Sache von den Herstellern, die das so für mich machen. Nicht, dass ihr denkt, ich kriege immer Unmengen an Hektar dazu zur Verfügung gestellt, die das gemacht werden. Also letztes Jahr habe ich jeden Hektar natürlich ganz normal bezahlt. Wir haben hier Erbsen nach Körnermais. Viele haben geschrieben, Hannes, kannst du mal Novak nach Körnermais? So, jetzt ist es aber so, nach Körnermais im Herbst ist das für uns relativ spät gewesen, da noch einen Weizen zu machen, habe ich nicht gemacht. Die haben im Dezember, Januar angefragt und haben gefragt, wie sieht's aus, kannst du eventuell oder können wir im Frühjahr noch mal kommen? Und dann habe ich gedacht, naja Hannes, du wolltest 13 Hektar Erbsen machen, dann lass die doch in Direktsaat machen. Ja, so kam das zustande. Jetzt muss man dazu sagen, Leute, wir haben die ganzen Tage Regen, ne? Und ich gehe euch schon ein bisschen auf die Nerven damit. Wir haben die ganzen Tage Regen, aber ich war heute sogar auf der Kledensaat und da war es schon ein bisschen matschig und da haben wir gesagt, ach komm, wir fahren jetzt einfach mal los, wir fahren auf der Fläche, gucken uns das an, ob was geht, weil die haben natürlich auch nicht so viel Zeit und ich sage, wenn nicht geht, dann müssen wir halt auf dem Hof stehen und warten, vielleicht trocknet es irgendwie heute Morgen ab. Und ja, jetzt sind wir hier und was sofort auffällt, sind diese ganzen Löcher, diese ganzen Poren, die der Boden hat. Und wir haben heute 7 mm heute Nacht gehabt und auch eben hat es wieder einen Schauer gegeben. Und das ist schon ein brachial krasser Unterschied. Ich meine, der Boden ist weich, ihr seht das. Wir müssen auch mal gucken, wie es gleich überhaupt aussieht mit der Aussaat, ob wir doll schmieren. Da müssen wir natürlich anhalten. Die Jungs, wie gesagt, die haben nicht ewig Zeit. Ich hätte das gerne aber in Direktsaat gehabt. Beim Stroh muss man sagen, ihr seht das selber auch, hier ist schon super viel von den Regenwürmern hier zusammengetragen worden. Hier zum Beispiel, hier ist alles schon reingeholt worden. Ja, das ist schon richtig mürbe. Die Stängel sind natürlich hier noch hier. Auch da ist zu sagen, Maiszünsler ist bei uns in der Region kein großes Thema. Anscheinend mag er die Kälte nicht, ich weiß es nicht. Es sind so Jahreseffekte, mal sieht man ihn wieder nicht. Grundsätzlich Mulch macht hier keiner die Stoppeln. Alles, was hier höchstens gemacht wird, ist mal eine Scheibenecke und ein Grubber auf allen anderen Betrieben. Deswegen ist es so eine Sache. Wir haben mit den Schlupfwespen ja letztes Jahr schon mal was gemacht. Dann hat man halt eine aktive Bekämpfung. Ansonsten bringt es relativ wenig, wenn man seine Flächen hier mulcht oder mit dem Messerwald so rüberfährt und alle anderen 5000 Hektar um einen rum passiert nichts. Aber wie gesagt, das ist in unserer Region kein Thema und war auch nie so richtig. Es gab mal Jahreseffekte 15, 16, hat man es wieder vermehrt gesehen. Da war letztes Jahr mal wieder ein bisschen mehr. Nee, letztes Jahr nicht. 2021 hat man es ein bisschen mehr gesehen. 2022 war es nahezu wieder komplett verschwunden. Ja. Und hier tatsächlich auch der Mais, erinnert ihr euch in den Videos, der war auch gar nicht so hoch, eine reine Körnermaissorte, aber hat sehr gut performt. Zwischen 12 und 13 Tonnen im Durchschnitt für nasse Ware. 32% Feuchtigkeit hatte der. Mit die beste Fläche, ist auch sehr guter Boden, für mich sehr guter Boden. Hier sind 45 Bodenpunkte. Und wir haben den vor ein paar Jahren hier von den Verpächter, oder wir haben den vor ein paar Jahren hier übernommen. War alles in Stufe A von der Versorgungsstufe, weil hier wurde immer nur Mais angebaut. Und jetzt haben wir das über Jahre aufgedüngt. Wir haben letztes Jahr hier Mist gefahren, Gerste. Klar, wir haben natürlich auch hier Mais. Wir hatten davor den Hafer und dann hatten wir mal GPS-Roggen. Danach GPS-Roggen eine sehr ausgedehnte Zwischenfrucht. Ja, und man muss einfach sagen, der performt inzwischen sehr, sehr gut hier, der Boden. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht. Jetzt das Maisstroh bleibt natürlich an der Oberfläche. Jetzt wollen wir hier die Erbse in Direktsaat eindrillen. Und da müssen wir einfach gucken, wie es mit den Stängeln aussieht. Aber die sind dann auch so mürbe, dass sie uns im Sommer nicht weiter behindern irgendwie beim Dreschen. Ja, das Vorteil ist natürlich, die Böden bleiben natürlich schön glatt und eben. Was uns das Dreschen bei der Erbse natürlich ein bisschen erleichtert, muss man natürlich auch sagen. Was man auch sieht, guck mal, wir hatten hier Klee vorletztes Jahr in der Zwischenfrucht. Weißklee.
Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das mache ich nie wieder. Ich mache nie wieder Weißklee in der Zwischenfrucht. Leguminosen, gerade auch Klee, sind sehr stabil gegenüber Glyphosat, also gegenüber Totalherbizid. Und ja, vereinzelt kommt er wieder vermehrt durch. So viel zu dem Punkt zu sagen. Ja, ansonsten bin ich auch sehr überrascht, wie krass viel das Stroh schon inzwischen hier weg ist. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich hier über die Fläche rübergehen. Ja. Was kommt jetzt hier als nächstes? Als Maßnahme kommt jetzt hier eine Vorauflaufbehandlung. Das heißt, bevor die Saat aus dem Boden kommt, fahren wir hier schon ein Herbizid. Und dann ist das eigentlich die einzige Maßnahme, die wir hier machen. Und das entspricht auch der Maßnahme, die jetzt hier ein Betrieb machen würde, der zum Beispiel auch gepflügt hätte oder gegrubbert hätte. Ja, also dieses Herbizid, was wir da einsetzen, ist so ziemlich ähnlich. Nee, ist dasselbe. Und dann haben wir dieses Stück und da oben haben wir noch mal 4 Hektar hinterm Haus. Da haben wir uns noch eine Kleinigkeit gedacht. Wir mischen da Leindotter mit rein. Und zwar habe ich ja gesagt, Leindotter soll eine gute Kombination sein in diesen Kulturen. Und wir haben ja Leindotter letztes Jahr auch im Anbau gehabt. Erinnert euch, haben daraus Öl gemacht, kam super bei euch an. Mengen sind nahezu ausverkauft. Und wir haben jetzt 2 Varianten da gemacht. Und zwar einmal bringen wir das mit ein und verteilen das breit oberflächlich drauf. Und einmal nehmen wir das in die Saatschleuse mit rein. In die Saatschleuse verspreche ich mir nicht allzu viel, um ehrlich zu sein, weil wir doch 5 cm tief die Erbsen liegen. Und für so einen kleinen Keimer, das sieht aus wie Kleesaat, ist 5 cm eine Welt. Also ich verspreche mir da nicht viel, dass das da hochkommen wird. Aber probieren geht über studieren. Soweit erstmal. Und dann gucken wir uns gleich jetzt noch mal das Gerät an, kriegen noch mal ein kleines kurzes Feedback, was sich geändert hat zu der Maschine zum Beispiel, mit der Matthias ja hier war. Und ja, die Jungs legen jetzt hier mal ein paar Bahnen. Mit dem Vorgewende fangen sie ja mal an. Und dann gucken wir uns gleich noch mal die Aussaatqualität an. Was ich euch aber auch sagen kann, schon bis jetzt bei diesem Gerät, die Flächen, wo jetzt der Winterweizen steht, die Ablagegenauigkeit, wie das Schar geführt wird, ist brachial. Wir haben da auf den Flächen Steine gesammelt vor der Saat und wir haben da einfach so Kuhlen dadurch drin. Ne? Und diese Schare gingen tatsächlich auch diese Kuhle durch und legen da drinnen eine Saatreihe an, was, also muss man sagen, das ist krass, wie die das können. Ja, nach wie vor hatten wir fast ausschließlich Wind und Regen die letzten Tage, was es auch sehr, sehr schwierig macht. Wir haben immer noch eine Pflanzenschutzspritze im Weizen offen, die wir jetzt fertig bringen müssen. Und hier müssen wir natürlich auch die Vorauflaufbehandlung relativ zeitnah machen, innerhalb von 3 Tagen. Das wird wieder eine Nachtaktion, dass wir irgendwie Bedingungen haben, wo das Ganze funktioniert. Ja, also das ist schwierig, gerade bei jetzt im Frühjahr, kalte Bedingungen. Dann, das ist wirklich schwierig, aber gut, dass wir da letztens nachts so durchgekämpft haben. Im Nachgang habe ich auch gedacht, warum hast du nicht einfach noch die letzte Spritze auch noch gefahren? Dann wäre es morgens fertig gewesen und dann wäre Ruhe gewesen. Jetzt ist natürlich schwierig, jetzt muss ich waschen. Wenn ich hierher fahre, ja, dann muss ich wasche die Spritze, fahre hier, wasche wieder. Gut, das Wiederwaschen ja, aber ich muss einmal mehr waschen, weil ich dann wieder zum Getreide zurückkehre. Danach muss ich die Spritze wieder waschen. Und danach kann ich erst zum Raps fahren. So, gucken wir uns das mal an. Aber es ist beeindruckend hier, die ganzen Löcher. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Flächen hier befahrbar sind. Keine Frage. So, jetzt stehen wir hier mit Lukas. Schön windige Verhältnisse. Ich hoffe, der Ton passt ganz gut. Und du sagst uns noch ein paar Veränderungen, die wir zum Beispiel bei der Maschine zu Matthias haben. Ein paar Veränderungen generell vielleicht bei Novak in nächster Zeit. Ich glaube, wir fangen am besten mal mit der Maschine an. Im Prinzip haben wir die ja schon 2 oder 3 Mal erklärt. Die war ja schon öfter mal in den Videos zu sehen von Matthias. Im Prinzip, das Crossless-System hat sich an sich, glaube ich, nicht verändert oder so. Das ist relativ geblieben. Hier macht ihr ein paar Verfeinerungen, aber einen Punkt muss ich als erstes noch fragen. Habt ihr inzwischen das so, wenn das Gebläse nicht läuft, dass man ein Warnsignal kriegt? Ja, also das haben wir und ich war auch damals sehr, sehr stutzig über den Beitrag im Video, weil wir es eigentlich auch damals schon hatten. Denn es gibt speziell im Terminal so ein Segment, wo man eine Alarmschwelle festlegt. Vielleicht war sie beim Matze nicht dabei oder aufgrund
Softwareveränderung gerade nicht aktiv, aber normalerweise gab es das damals auch schon. Deshalb war ich über diesen Videobeitrag damals etwas verwundert, aber soll uns nicht weiter stören. Das gibt es, und wenn die geblähte Drehzahl abfällt und einen bestimmten Schwellwert, dann gibt es einen Alarm im Terminal, beziehungsweise kann man auch gar nicht losdrillen, wenn nicht alle Parameter wie Fahrgeschwindigkeit, Schare abgesenkt, Dosierer eingeschaltet und Gebläse eingeschaltet sind. Fehlt ein Parameter, dreht die Drehmaschine auch nicht. Ah, okay. Aber es war ja tatsächlich so. Also wir sind ja tatsächlich da bahnweise gefahren und haben kein Warnsignal gekriegt. Okay, aber dem seid ihr auf die Spur gekommen. Ja. Und dann sag mal, was hat sich hier verändert im Prinzip bei der Maschine? Also du hast es ja einleitend eben schon ganz gut gesagt. So vom Aufbau, es hat sich grundlegend wenig verändert, was wir hier natürlich haben. Wir haben hier sozusagen die kleine Schwester von Matthias Zeitges Maschine, Matze mit einer T-Force Plus 650. Und wir haben hier eben die T-Force Plus 450, heißt, ist eine 4 Meter Arbeitsmaschine. Und vom Grundaufbau ist es relativ egal, wie groß die Maschinen jetzt sind bei Novak. Egal ob 1,50 Meter oder nachher 9 Meter bzw. 10 Meter. Wir haben die vordere Seereihe, wir haben die hintere Seereihe und in der Mitte eben das große Fahrwerk mit der großvolumigen Bereifung. Die Maschine, die 450 selber, die Vorführmaschine hier, die zeichnet sich natürlich etwas durch ihre Kompaktheit aus. Ansonsten der Aufbau relativ ähnlich. Was sich verändert hat jetzt so in den letzten 1-2 Jahren, sind eher so kleine Raffinessen. Also da wäre zum Beispiel einmal die hydraulische Einzelscharabschaltung. Die hat Matze noch relativ oldschool über hydraulische Absperrhähne. Hier ist es jetzt integriert in den Hydraulikverteilerblock sozusagen. Und was sich noch geändert hat, ist ein bisschen bei der Bedienung. Früher war es so, dass die Seeschare über den Joystick bedient wurden. Heißt, man musste einen extra Griff zum Novak-Terminal machen und die Schare rauf und runter machen oder auch vordosieren. Und diese Funktionen sind jetzt aber integriert über ein zusätzliches Steuergerät, also fürs Heben und Senken der Seeschare, was nachher eigentlich die Hauptaufgabe des Fahrers ist. Neben der Maschinenüberwachung die Seeschare zum richtigen Zeitpunkt rauf und runter zu machen, ist es so, dass es inzwischen auch ein zusätzlich doppelwirkendes Steuergerät am Schlepper genutzt wird, worüber das Heben und Senken genutzt wird. Bringt uns den Vorteil, dass wir dann zum Beispiel, wenn jetzt die Flächen im Lenksystem entsprechend eingemessen sind, dass wir dann eben auch sowas wie Vorgewende-Automatiken nutzen können, Teach-In, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schare angehoben und gesenkt werden. Und wer es nachher hat, die Freischaltung, der kann dann auch zum Beispiel Autoturn nutzen, dass dann alles vollautomatisch funktioniert, ohne dass der Fahrer dann noch eingreifen muss. Ne? Wie seht ihr das aktuell, Thema Isobus und Section Control? Ja, sind zwei separate Themen. Also Isobus ist schon immer so ein Thema. Man muss dazu sagen, wo wir jetzt Stand heute sind, ist, dass wir unser eigenes Terminal und auch unsere eigene Software haben. Und das wird auch noch weiterhin der Fall sein. Aber zur Agritechnica wird es dann eine Neuerung geben, was das Thema Isobus angeht. Erste Versuche werden dann speziell mit der Vorführmaschine dieses Jahr laufen. Alle näheren Details sehen wir dann praktisch dann auf der Messe in Hannover. Section Control ist natürlich technisch auch möglich oder auch ein Thema, was auch uns umtreibt. Nur muss man dazu sagen, die Systeme, so wie sie aktuell verbaut sind ohne weiteres nicht jetzt auf Section Control umrüstbar. Also wenn ich jetzt hier das Thema Teilbreitenschaltung einbringen möchte, dann ist es so, dass ich auch grundlegende Veränderungen am Dosiersystem oder am Verteilsystem vornehmen müsste. Und da stecken die Projekte eher noch in den Kinderschuhen. Aber wie sieht das aus mit einer ganzheitlichen Section-Control-Schaltung? Die Maschine ist eine Section, ja. Ja, genau. Das ginge. Aber das ginge, genau. Ja. Dass wir halt früher schon absenken, Ja. dass der Punkt nicht mehr so wichtig ist, sondern wir könnten früher absenken und fahren über die Linie rüber und dann schaltet er Logisch, das haben wir dann ja gerade mit der neuen Funktion Heben und Senken der Seeschare über das Steuergerät. Da können wir dann die Systeme schlepperseitig nutzen, ganz klar. Okay. Und sonst, Section Control ist dann ja auch noch immer sehr, sehr nah mit dem Thema Applikationskarten. Ist dann eben auch möglich über ein Zusatzterminal bei uns oder dann zukünftig auch über die Isobus-Funktion. Ne? Okay. Habt ihr an den Seeaggregaten an sich, an den Seeaggregaten nicht, an den Dosierern etwas verändert? Oder ist das tatsächlich noch die Technik, die auch Matthias fährt? Ja, aber da sprechen wir wirklich über, klar, technische Veränderungen gibt es hier und da immer, aber da sprechen wir dann eher von sehr, sehr kleinen, unscheinbaren. Also es sind dann manchmal andere Sensoren oder andere Materialien oder das Venturi-Prinzip ein bisschen verändert wurde, aber jetzt nichts Grundlegendes. So. Und
sind dann die Kunden, die sich mit den Details auseinandersetzen. Mhm. Vielleicht nochmal als kleine Randbemerkung von mir. Wir haben tatsächlich hier 2 Tonnen Dünger drin, wir haben hinten 1 Tonne Erbse drin. Und wir haben in beiden Tanks hinten jetzt Leindotter drin. Diese Variante hier hinten wird sozusagen hier hinten über die Prallteller mit ausgebracht. Prallteller, Ja, Verteilerköpfe, Prallteller, genau. Spreaderheads. Und diese Variante wird hier reingegeben und wird dann tatsächlich mit in die Saat mit rein dosiert, sozusagen in dem Strom für die Erbsen. Und die liegen dann tatsächlich in derselben Seite wie die Erbsen drin. Hier muss man bedenken, oder hier ist noch zu sagen, eine Seite ist hier sozusagen die Erbsen und eine Seite ist hier der Unterfußdünger. Und der liegt dann auch tatsächlich parallel nebeneinander. Das können wir euch nachher noch mal gleich auf dem Feld zeigen. Wie seid ihr denn aktuell in Deutschland aufgestellt als Firma Novak? Genau, also wir sind grundsätzlich im Direktvertrieb tätig. Hat eben die Situation, dass wir mit den Betrieben häufig in Berührung kommen über unsere Vorführtour, so wie es jetzt hier auch der Fall ist. Dass wir die Betriebe dann besuchen, die Interesse haben, die uns kontaktieren uns dann, fragen eine Vorführung an, dann wird der Termin abgemacht bzw. gucken wir, wie es passt. Und sonst ist auch eben der darauffolgend oder weiterhin der Kontakt sehr, sehr eng, so dass auch der Direktvertrieb dann aktuell das Maß der Dinge für uns ist. Hat zur Folge, dass die Kunden dann eben die Maschinen bei uns direkt als Hersteller kaufen. Und Gleiches gilt aber auch für die Ersatzteilversorgung und den Service. Und das ist gerade eben so ein Thema in Deutschland. Also mit der Gründung der Niederlassung in Hannover, wo eben mehr und mehr Vertriebsaufgaben sowieso fürs Unternehmen übernommen werden, ist es auch so, dass von dort aus zukünftig dann die Marketingmaßnahmen und auch der Service organisiert werden sollen. Und das sind eben auch so aktuell die Bereiche, wo wir uns dann auch kurzfristig breiter aufstellen wollen, um da noch näher am Kunden zu sein. Wollen wir das Team jetzt auch kurzfristig noch erweitern, dass wir eben 1 bis 2 Servicetechniker einstellen. Genau. Also wenn man da Lust hat, bei euch Servicetechniker zu werden, wo kann man sich melden? Am besten bei mir, es geht dann in aller Regel über meinen Schreibtisch oder einfach info@novak.sas. Bei uns ist es auch noch so, dass jede E-Mail beantwortet wird, also da landet nichts irgendwie in der Versenkung oder so, sondern info@novak.sas.com. Okay, da haben wir die Adresse. Max, die können wir jetzt hier einmal noch mal kurz einblenden. Und wer Interesse hat, kann sich ja da gerne melden. Ähnliches gilt sicherlich auch für eine Vorführung. Wer schon im Bereich Direktsaat ein bisschen umherexperimentiert hat und sich sagt, eine Novak wäre noch ganz interessant anzusehen, kann sich sicherlich da auch noch mal melden. Ich würde sagen, die Maschine kann jetzt erstmal weiterfahren. Wir gucken uns jetzt gleich das Ganze noch mal in der Erde an und dann gucken wir uns das Ganze noch mal aus der Luft an. Aber bis jetzt muss man sagen, sieht es hier relativ solide aus. So, man muss natürlich hier heute sagen, wir haben echt schwierige Bedingungen und das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Also wenn man so eine Maschine selber auf dem Hof hätte, hätte man heute nicht gedrillt. Gebe ich auch ehrlich zu. Aber wir nutzen ja nun mal hier Fenster, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen. Hast du ihm das nochmal mit dem Versatz gesagt? Nee, habe ich ihm noch nicht. Muss ich gleich. Guck mal hier. Ruf ihn gleich mal an, ja. Ja. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Also wir sehen jetzt aber auch in jeder Runde ist es jetzt mehr abgetrocknet. Ja, also hier sieht es schon mal besser aus als hier. Und ja, klappen wir einfach mal auf. Gehen wir mal hier nach außen. Man muss noch ein bisschen noch dazu sagen, der kleine Arion hat echt zu tun. Also leicht ist das ganze Gespann jetzt auch nicht. Er sagt 9 km/h ist Maximum. Und er muss natürlich auch ein bisschen was durch den Boden ziehen. Wir haben vorhin auch schon mal danach geguckt, den Dünger sieht man nahezu gar nicht. Der löst sich natürlich ziemlich schwer auf. Also wer sich jetzt fragt, welchen Dünger gebe ich, ist ein PK-Dünger mit Magnesium und Schwefel. Ohne Stickstoff. Die Erbse macht natürlich super viel Stickstoff alleine. Und wie wir sehen wir nichts. Wir haben vorhin gebuddelt und die ganze Zeit Erbsen. Und da haben wir sogar ein Düngerkorn. Ach, ich hab's weggemacht. Ja, aber es war da. Da ist es wieder. Also sehr, sehr schwer. Vom Prinzip her müssen wir uns das einfach so vorstellen. Hier läuft das Schneidesech oder die Schneidscheibe sozusagen und links und rechts dann jeweils die Applikation. In diesem Fall links die Erbse und rechts dann auf dem rechten Flügel, auf dem rechten Schar der Dünger. Und räumlich, man hat es natürlich in der Theorie immer so vor Augen, dass das so weit auseinander ist, aber in der Praxis ist es dann eben tatsächlich so, dass wir hier, man kann es ungefähr erahnen, so das habe ich jetzt wahrscheinlich aus. Hier geht es vielleicht sogar gerade ganz gut. Könnte ein Dünger sein und da die Erbse.
Also die räumliche Trennung ist dann am Ende des Tages nicht so krass. Was eben wichtig ist, dass wir durch die Schneidscheibe eben garantieren können, dass wir zwei getrennte Ablagen haben. Also links eben das Saatgut oder die linke Komponente und rechts die andere. Und das ist eben auch das Wichtige, um dieses Thema Verbrennung zu minimieren bzw. auszuschließen, dass wir eben dann einfach wirklich die räumliche Trennung. Und bei der räumlichen Trennung kommt es nicht darauf an, dass die Zentimeter weit auseinander sind, sondern da sind dann wirklich diese Zentimeter sind da entscheidend. Ne? Genau, Pi mal Daumen sagt man eigentlich 3 Zentimeter als ausreichend. Ja. Man muss natürlich auch als entsprechender Betrieb darauf achten, dass die Dünger auch zu der Kultur passen. Wenn bestimmte Kulturen kein Chlorid mögen, dann darf man das natürlich auch nicht als Unterfuß mit beigeben. Das ist sehr, sehr ungünstig dann in der Position. Aber wenn wir mal hier so rübergehen, im Prinzip so sieht es jetzt aus. Man sieht wirklich sehr, sehr wenig. Was man manchmal ein bisschen sieht, hier geht das so ein bisschen den Hang hoch. Und der kleine Arion hat auf der Seite, wo es ein bisschen hoch geht, auch tatsächlich Schlupf. Wir haben jetzt den Druck schon runtergenommen, das ist schon besser geworden. Aber er hat natürlich noch Schlupf, ist ein kleiner Trecker, muss man dazu sagen. Ja, ich weiß, in vielerorts ist der ein großer Trecker, aber hier ist es ein kleiner Trecker, Leute. Es ist nun mal ein kleiner Trecker und dem fehlt so ein bisschen Last. Also dem hätte ein bisschen was auf der Achse gut getan, den hätte ein bisschen was vorne gut getan und ein bisschen breitere Reifen, um dieses Thema zu minimieren. Muss man so sagen. Gut. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von oben an. So, wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viele Stunden später, wir haben 23:29 Uhr. Es ist jetzt so, dass es ungefähr ab 14 Uhr, 13, 14 Uhr kam die Sonne raus. Wir hatten 14 Grad und gegen 18, 19 Uhr fing der Wind an weniger zu werden. Und dann habe ich mich entschieden, noch die eine Spritze im Getreide fertig zu fahren. Und jetzt bin ich hier auf den Erbsen, wie ihr seht, und spritze jetzt die Erbsen fertig, sodass ich jetzt hier keinen Stress mehr habe. Die sind jetzt in dem Boden, die sind gesät. Herbizidmaßnahme ist damit abgeschlossen und das sollte eigentlich auch so viel abdecken, dass nichts weiter mehr kommt und damit wäre die Erbse auch komplett durch. Ob man später noch mal ein Insektizid fahren muss oder nicht, muss man sehen. Aber
Mehr machen wir nicht. Wir haben sozusagen Phosphor, Kalium, Magnesium und Stickstoff haben wir ein bisschen mitgegeben, hauptsächlich als Startgabe. Und ja, damit sind wir halt durch. Und das ist eigentlich auch das ganz Nette an der Erbse. Wenn die erstmal einmal im Boden ist, dann wächst die einfach nur noch. Das ist ähnlich wie Mais, wenn der nachher auch im Boden ist. Gut, Mais müssen wir aber Gerste fahren. Aber wenn der auch im Boden ist und hat seine Herbizidmaßnahme durch oder Sonnenblume genauso, ja, dann wachsen die einfach noch. Das ist ganz angenehm, beschleunigen ein bisschen die Arbeitsspitzen. Da sind die letzten Meter, der sagt jetzt hier Füllstand niedrig, weiß ich ja selber. Ich habe ja nur noch eine Spur hier hochzufahren. Und ja, freue mich langsam auf mein Bett. Aber man muss das natürlich ausnutzen. Anders geht's nicht, ne? Wenn wir uns jetzt hier wieder die Chance bietet, das Ganze hier zu machen, dann müssen wir das natürlich auch nutzen. Nützt ja nicht, ne? Hinterher ärgert man sich wieder, dass man doch nicht wieder die Chance genutzt hat, aber naja. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns hier. Wir haben ganz gut geschafft heute eigentlich. Die nächsten Tage kann ich euch noch zeigen. Wir haben heute das Triptyl so gut wie fertig abgeschlossen mit das, was wir noch gemacht haben. Neue Schare oder eher Leitbleche, neue Rohre hinten dran, wo die Schläuche reingehen für die Gülle. Sodass wir, heute ist ja Freitag, sodass wir Montag das Triptyl anbauen und dann geht es damit endlich los. Und dann sind wir eigentlich auch gut in der Zeit. Heute ist ja der 24. Montag ist der 27. Also wenn wir am 28. anfangen, dann sind wir schon mal 3 Tage früher, 4 Tage früher sogar als letztes Jahr. Das ist doch schon mal was. 4 Tage sind 4 Tage. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach so, ein Punkt. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, und da haben wir heute auch ein bisschen drüber gesprochen. Die Novak hat ein bisschen Material immer zusammengeschoben, weil ab und zu die Blades nicht liefen. War halt sehr weich, die Bedingung. Ich denke, das wird daran liegen. Da fehlt halt ein bisschen der Widerstand. Vielleicht auch ein bisschen die Geschwindigkeit letztendlich. Vielleicht das, was der Arion da nicht schafft. Kann ich euch da nicht genau zu sagen. Wir gucken uns auf jeden Fall den Feldaufgang an. Bin ich gespannt, wie es aussieht. Und ich bin generell gespannt, wie das jetzt wird hier mit den Erbsen, wie die sich entwickeln. Wir haben ja auf jeden Fall hier eine schöne Decke noch drauf, eine schöne Mulchschicht. Ja, bin auf jeden Fall gespannt. Wie ein Flitzebogen, auch wenn man das an meiner Stimme nicht hört. Achso, habe ich euch erzählt, dass wir da hinten Leindotter mit reingenommen haben? Hier sind 2 Stücken. Und in dem anderen ist Leindotter mit drin. Und das wird eigentlich ganz spannend. Das Herbizid, was wir fahren, das habe ich letztes Jahr auch habe ich gar nicht im Leindotter. Aber ich hatte mir im Nachgang noch die Genehmigung dafür geholt. Und werden wir sehen, ob das funktioniert oder ob die Ablage vielleicht nicht passt. Also ja, die natürlich oben drauf liegen, die werden natürlich ein bisschen benetzt. Die natürlich in der Saat mit drin sind, die könnten eventuell zu tief liegen. Also ich gebe den Versuch nicht die größte Chance, aber ich hoffe, ich kann mich eines Besseren belehren lassen. Von daher, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.